Nein, 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 nein. Hallo Freunde des klemmenden Bausteins. Ich bin Dynamic Bricks und das da war mein amtlicher Messstab. Aber auch ohne den kann ich euch zeigen, ich habe mich hier kräftig verbaut. Deutlich wird das, wenn wir die Perspektive wechseln. Das Schienenoval reicht weit in die blauen Baseplates und kommt der Tischkante viel zu nahe. Die Schienen in diesem Bereich sollen ein Teil der Hafenkante werden und vom Blau der Baseplates lediglich ein Streifen übrig bleiben. Da aber auch ein Kran die Schienen in dem Bereich überspannen soll, braucht es noch etwas Platz zwischen den Gleisen und der Hafenkante. Und dafür sind diese 5,5 Noppen bis zur Tischkante zu wenig. Im Plan hingegen waren es etwa 11 Noppen Abstand zum Rand. Das Oval in echt muss also verkleinert werden. Hier unten zu kürzen ist kein Problem, wie ihr beim Vergleich mit einer Kurve nur aus R40 Kurvenstücken bestehend sehen könnt. Schwieriger wird es hier oben, da zum einen dieses S32-Stück nur ein Platzhalter für eine spätere Weiche ist. Zum anderen schränkt mich die Kreuzung wegen des Anschlusses zur Drehscheibe und der zweiten Trasse im Schienenverlauf ein, ganz zu schweigen davon, dass ich später vor der Heizung wieder die Kurve kriegen muss. Zumindest lässt sich die Weiche leicht verschieben, da die kleinen S3,2 Stücke vor und hinter ihr parallel verlaufen. Da das aber noch nicht reicht, gesellt sich jetzt diese kleine Schienenkreuzung von Trixbrix dazu, die sich mit etwas Aluminiumklebeband leicht elektrifizieren lässt. Für ordentliche Verbindungen werde ich später noch ein paar Kabel verlegen, aber das mache ich erst, wenn ich die Kurve in Richtung Heizung lege. Die Kreuzung kann damit jetzt schon mal ein gutes Stück näher an die Drehscheibe heran. Und sie hat an sich einen Vorteil gegenüber der klassischen Kreuzung. Wegen des hohlen Rahmens lässt sich unter ihr leicht ein Sensor für eine Lichtschranke für Züge unterbringen, die gleich beide Gleise abdeckt. Nachdem die Kurve in der Ecke entsprechend angepasst wurde, habe ich den geraden Abschnitt hinter der Weiche auf 56 Noppen verlängert. Damit bin ich gegenüber den vorherigen 54,4 Noppen wieder im Raster und habe wieder ein paar besondere Schienen mehr im Sortiment. Jetzt, wo der Schienenverlauf feststeht, wird es Zeit, die provisorischen Stützen zu entfernen. Mit diesen Trägern soll zunächst die Lücke zwischen den Tischen überbrückt werden. Zu beachten ist hier, dass die Baseplates der Drehscheibe 8 Noppen über die Kante hinausragen und dieser Bereich nicht belastet werden kann. Der Träger muss also nochmal etwas länger ausfallen. An das Ende habe ich einen Block Steine gesnottet, der auf dem weißen Brett aufliegt. Die alten steinförmigen Baseplates, die bisher die Lücke überbrückt haben, werde ich sicher noch woanders verwenden können. Der nächste Querträger ragt an einem Ende schon in die Drehscheibe hinein, weshalb ich mit den grauen Elementen schon die Farbe berücksichtigt habe. Der dritte Träger fällt 2 Noppen kleiner aus, damit ich auf ihn diese angewinkelten Technikelemente auflegen kann. Dahinter kommt diese wild zusammengewürfelt anmutende Stützkonstruktion. Allgemein lassen sich für den Untergrund gut Teile verwenden, für die ich wohl keine anderweitige Verwendung finden werde, wie etwa diese langen Fahrzeugteile. Beachten muss ich an dieser Stelle, dass die Stütze zur Seite hin gut hält, da die Schiene hier etwa zur Hälfte über die Tischkante ragen wird. Selbes gilt für die letzten beiden Träger, die die Lücke zum nächsten Brett füllen. Damit kann ich in diesem Abschnitt das Gleis schon mal wieder einbauen. Einzelne Lücken darin lassen sich mit Steinen füllen und abstützen. Jenseits der Kreuzung wartet die Herausforderung der Gleisrampe in Sektor Grün auf mich, der ich mich jetzt stellen werde. In einem ersten Entwurf sollten Schienen auf diesen einstellbar angewinkelten Technikelementen aufliegen. Da jedoch die Längen der Schienen nicht dazu passte und an den Knicken immer kleine Ecken im Gleis entstanden wären, habe ich an dieser Stelle gar nicht weitergebaut. Im nächsten Entwurf war die Idee, alte Schienenkurven zu snotten und mit Aluminiumklebeband zu elektrifizieren. Die Spurweite richtig und fest einzustellen war zwar etwas schwierig, aber machbar. Leider hat sich bei einem Trockentest mit dem Motor gezeigt, dass der Winkel der Kurventeile immer noch zu steil ist. Damit ist auch dieser Ansatz gescheitert. Das Aluminiumklebeband eröffnet aber grundsätzlich Möglichkeiten. Flextracks sind durch ihr Gelenk etwas biegsam und dadurch gut für Steigungen geeignet. Ich bin wieder zum Ansatz der einstellbaren Winkel zurück, habe aber diesmal diese bunten Lego-Technik-Schläuche zum Anwinkeln benutzt, auf denen die Schienen aufliegen. Am unteren Ende fixieren biegsame Röhren die Flextracks in ihrem Verlauf. Hier oben bin ich mit der Größe der Ecken an den Knickstellen zufrieden. Und wie der Test zeigt, ist dieser Winkel vom Motor zu schaffen. Das Ganze dann nochmal elektrifiziert, funktioniert ohne Probleme. Damit ist der nächste Gleisabschnitt geschafft.
Und wo ich schon hier hinten zugange bin, will ich noch die Lücke in dieser Ecke schließen. Dazu habe ich den Stützblock aus der Gleiskurve nochmal genommen und um ein ganzes Stück erweitert. Durch den abgestuften Verlauf an der Unterseite wird der zur Wand hin freihängende Teil stabilisiert, sodass auch die Ecke vorsichtig belastet werden kann. Zwischen den Duplosteinen sind mit Legosteinen ein paar Technikelemente eingebracht. Der Brick Modified mit dem Achsloch soll später mal ein Ansatzpunkt für weitere Teile wie Landschaftsdekoration werden, aber alles zu seiner Zeit. Die anderen Techniksteine bilden eine Verbindung zum Tisch hin und helfen dabei, das Ganze in Position zu halten. Aber so viel zu Sektor Grün und zurück nach Sektor Rot, denn an der Drehscheibe müssen noch ein paar Schienen abgestützt werden. Dazu räume ich das Brett erstmal frei und erweitere die Stützkonstruktion der offenen Trasse bis zum Ende der S32-Schiene. Dahinter fällt das Gleis aus dem Noppenraster. Der gerade Teil der Weiche, der zur Drehscheibe führt, wird mit einer länglichen Technikkonstruktion abgestützt. Mit ein paar Tricks in der Bauweise lässt sich der Höhenunterschied durch die wegfallende rote Baseplate ausgleichen. Der abzweigende Teil der Weiche wird wegen des kurvigen Verlaufs mit diesen gesnotteten Blöcken abgestützt. Der Rest der Weiche wird mit Steinen, genau 5 in der Höhe, auf der flachen Baseplate gestützt. Damit wäre jetzt auch dieser Abschnitt fertig. Eine weitere, wenn auch unabhängige Gleiskorrektur ist am mittleren Gleis der Drehscheibe nötig. Wegen der Geometrie des rotierenden Mittelstücks stoßen die Gleise beim Drehen immer an die Schiene. Versetze ich die Schiene allerdings um 5 Noppen und verlängere sie um diese beiden Schienenstücke, gewinne ich einen Abstand von 0,2 Noppen zum Mittelstück. Damit läuft es dann endlich rund. Nach all dem Fixieren der Schienen kann ich jetzt die Schienen durch Sektor Blau bzw. den künftigen Hafen führen und die große Schleife schließen. Das gerade Stück ist jetzt 13 Noppen von der Tischkante entfernt, was genug Platz sein sollte. Doch bevor ich mir jetzt links und vor der Heizung alles verbaue, widme ich mich nochmal der zweiten Weiche ganz rechts. Dort musste nämlich noch die Zufahrt zur Drehscheibe abgestützt werden. Zudem bekommt die Weiche diesen pneumatischen Schaltmechanismus, bei dem die Verkleidung aber schon das Wesentliche verdeckt. Seine genaue Funktionsweise ist in einem eigenen Video am Prototypen erklärt, welches ich euch an dieser Stelle verlinke. Da ich nicht nur diese eine, sondern letztendlich alle 5 Weichen in meinem Schienennetz so steuern möchte, habe ich hier unten schon mal mein pneumatisches 7-fach-Schaltwerk integriert. Es ist zum Teil in der Lücke zwischen den Tischen versenkt, sodass ich nach unten hin alle Schläuche verlegen kann. Gleichzeitig lässt es sich oberhalb der Tische vollständig in der Unterkonstruktion verstauen. Das Schaltwerk hat auch ein eigenes Video mit Details zum Aufbau, welches ich euch hier verlinke. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert der Aktuator trotz des längeren Arms unter mehreren Schienen hindurch noch. Doch anders als darin werde ich später zum Steuern keinen RCX, sondern dieses Ductor-Interface einsetzen. Das hat den einfachen Grund, dass mir beim RCX schon jetzt die Anschlüsse ausgehen würden und ich auch noch weitere Sensoren für die Stadt geplant habe. Die Steuerung der Anlage über solch eine Einheit, oder selbst mehrere, ist mir zu komplex, weshalb ich direkt einen Computer einsetzen möchte. Der eingangs erwähnte Hafenkran soll übrigens nicht darüber gesteuert werden, aber mehr will ich an der Stelle mal nicht verraten. Für diese Folge wäre es das nämlich erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich darf euch irgendwann zeigen, wie es hier weitergeht. Wenn ihr Fragen, Kritik oder sonstige Anmerkungen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen, sage bis dahin und tschüss.